Meine Low Carb Community. Ich habe schon ein bisschen von meiner Diät erzählt. Heute will ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar ist Low Carb und Abnehmen ein sehr langfristiges Projekt. Und ihr solltet dabei bleiben, wenn ihr einmal angefangen habt. Und ich sage euch, das ist auch ganz einfach. Und zwar, wenn ihr die ersten 2 Wochen bzw. 2 Monate überstanden habt, dann seid ihr dabei, dann ist alles gut und dann werdet ihr auch abnehmen. Das verspreche ich euch 100%. Was hat es mit den 2 Wochen und 2 Monaten auf sich? Gut, in den ersten 2 Wochen erleben manche, fast alle, einen Entzug von Kohlenhydrate und Zucker. Und das kann Kopfschmerzen machen und kann zu Frustration führen und man hat noch alte Sachen im Kühlschrank, die noch Zucker haben und dann wird man rückfällig. Aber bitte bleibt da treu. Fahrt vielleicht irgendwo hin, wo ihr nicht der Versuchung ausgesetzt seid und macht diese 2 Wochen oder 10 Tage und dann seid ihr im Spiel. Und dann geht es um die nächsten 2 Monate. Wenn ihr das geschafft habt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn ihr das geschafft habt, dann werdet ihr auch gar keine Versuchung mehr haben, wenn ihr 60 Tage konstant dabei geblieben seid. Plus, ihr solltet Sport treiben, moderat. Vielleicht so, dass man 300 Kilokalorien am Tag verliert. Durch Gehen, Spazieren, durch Fahrradfahren, durch ein paar Yoga-Übungen. Da kriegt ihr noch die letzten oder noch mehr Motivation, noch mehr Kalorien verbrannt quasi. Ich habe mal exemplarisch hier eine kleine Liste für euch. Mein Diätplan. Und wenn ihr das anschaut, dann haben wir so einen Tagesbedarf von ca. 2000 Kalorien. Manche auch mehr. Ich habe jetzt mal eine untere Summe angenommen. Plus Sport sind wir bei 300 Kalorien und dann sind wir insgesamt bei 2300 Kalorien, die wir sozusagen benötigen. Ja, wenn wir jetzt wenn wir keine Getränke zu uns nehmen, die Kalorien haben, dann ist hier eine Bilanz von 0. Das heißt, da sind wir auf der safen Seite. Und das, was hier jetzt noch kommt und was zusammengerechnet werden muss, ist das Essen natürlich. Ich habe jetzt mal exemplarisch für einen Tag, der so Standard für mich ist. Ich esse morgens Rahmspinat und Eier, 350 Kalorien. 600 Gramm Zucchini Bolognese, die seht ihr, habe ich ein Rezept schon gemacht. Ein Stück Torte, egal welche, die haben ungefähr 180 Kalorien. 20 Gramm Nüsse und ein Eiweißbrot mit Käse. Ich habe jetzt auch ein eigenes Brot in dem Video, das könnt ihr auch mal anschauen. Und Gurkensalat. Komme ich also summa summarum auf 1280 Kalorien und 35 Kohlenhydrate. Das heißt, ich habe 1000 Kalorien am Tag weniger zu mir genommen, als ich verbraucht habe. Und wenn wir das mal hochrechnen, dann sind wir ungefähr 4 bis 5 Kilo pro Monat, die wir verlieren, wenn wir so unsere Diät gestalten. Und da müssen wir auf nichts verzichten. Wir haben ein Frühstück, wir haben Mittagessen, einen kleinen Snack, eben immer in Maßen und ohne Kohlenhydrate und meistens selber zubereitet. Aber dafür ist ja Dr. Slim da. Und mit mir lernt ihr Rezepte kennen, wo ihr auch euch mehr oder weniger satt essen könnt und trotzdem nur auf 1000 bis 1300 Kalorien pro Tag kommt und somit zuverlässig und sicher abnimmt. Und je mehr Sport ihr noch dazu macht, desto mehr nehmt ihr natürlich auch ab. Also das ist nicht unbedingt notwendig, aber ein bisschen Bewegung, das sollte schon sein. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was dazugelernt und wenn ihr Fragen habt, bitte scheut euch nicht, ich kenne mich aus, ihr wisst, ich bin gelernter Mediziner und studierter Koch sozusagen. Ich habe da schon ein bisschen was an Wissen und in meinem Repertoire und kann es auch umsetzen, wie ihr seht.